Okay, good evening. Guten Abend. Why don't you turn to someone and just touch them and say hi, it's nice Wie wäre es, to wenn be euch here. jemanden umdreht und sie Maybe kurz get to berührt und know so them. Hallo sagt oder sie kurz kennenlernt? Okay, I just got back from 5 days in Russia, Ich bin gerade zurückgekommen aus Russland, wo ich 5 Tage war. and I had a very nice time. Ich hatte eine sehr schöne Zeit. Yeah, just pull it right down. Yeah. Yeah, very good. Thanks. It's kind of in the way. Someone said it this morning and I didn't take it down. Okay, you can just put it up here somewhere. And first we were in London, Hillsong, Also zuerst waren wir in London bei Hillsong. and there was up to 15,000 people there at one point. Es waren zu einer Zeit waren dort 15.000 Menschen vor Ort. Messages were just awesome. They were Das war einfach speakers unglaublich. from around the world, Da waren Sprecher aus der ganzen Welt and I just was absolutely amazed. und ich war wirklich And erstaunt. the worship, of course, was tremendous. Und die Worship war herausragend. And so I have a little video I threw together this morning. Ich habe ein Video heute früh It's nothing zusammengestellt. special. I just threw it together. It's Nichts just Besonderes, einfach nur, give you an idea. damit ihr eine Maybe Idee davon habt. the one from Kaliningrad. Yeah. Und das eine von Kaliningrad. Shangri-La Hotel is on the 35th floor. 35th to the 38th floor. And what else is up there? Just offices? Offices, their apartments. I think Так что он бегал и гнал, что мы вообще жутко опаздываем. Но мультики... Pastor Vasilis Frau ist eine Gourmetköchin und sie hat jeden Tag für mich gekocht. Yeah, it was just fantastic. It was just Pastor Alexei. You did! hey. Minsk. All right, I'll have to get in here too. Добрый вечер. В нашем Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Наш Бог великий, Он всемогущий, Бог ты превыше всего, что дышит. Наш Бог целитель, все в Его силе, наш Бог, наш Бог. The evening service. Das war der Abendgottesdienst. He's outside now. Der war draußen. And but the seminar was on the Baltic Sea, Das Seminar war am Baltischen Meer and there you're not allowed to sing there. It's illegal. und du darfst dort nicht singen, das ist illegal. So the meeting starts. You just start speaking. There's no. Und wenn das Treffen anfängt, dann fängst du an, einfach zu reden. You preach for an hour and 15 minutes, Du predigst für 1 Stunde und 15 Minuten. and then you say, "Okay, are we done?" And they say, "There's 20 more minutes." Du fragst dann, sind die jetzt Same. fertig? Sie sagen, na, wir haben noch 20 Minuten Zeit. They have a couple testimonies and gab dann- go out for 2 hours and just talk. Es gab dann noch so Zeugnis und wir haben für weitere 2 Stunden geredet. Come back, have another meeting, go out, Zurück zum anderen Treffen. spend time together. It was really, really nice. Zeit miteinander verbracht und das war wirklich schön. Okay, I had a couple thoughts when I was there that I want to share.
Ich hatte einige Gedanken, die ich euch weitergeben möchte, als ich dort war, that are a very real part of our life. die sehr real in unserem Leben sind. If you remember, we were looking at Joshua chapter 1. Wenn ihr euch erinnert, wir haben das letzte Mal Josua Kapitel 1 angeschaut. Before I forget, Rob's message last week was so good. Wow, Bevor ich es that was vergesse, really Robs good. Botschaft letzte Woche war so gut. We watched it yesterday on the way back from a wedding. Wir haben es uns gestern Abend angehört, wie wir von der Hochzeit zurückgekommen Which, sind. before I forget, let's go to slide 1. Bevor ich das vergesse. Philip and Daniela got married yesterday. Philipp und Daniela sind gestern verheiratet I worden. did the wedding, and we had a very nice time. Die Hochzeit gehalten und wir hatten eine sehr So schöne when you Zeit. see them come back from the honeymoon, make sure you congratulate them. Also wenn du sie zurückkommen siehst von ihrer Hochzeitsreise, dann gratuliere ihnen. Okay. In Joshua chapter 1, it says to be careful. In Josua Kapitel 1 heißt es, wachsam zu sein. Be courageous, be careful. Also mutig, aber auch wachsam. And don't let the word depart from your mouth. Und lass das Wort nicht fern von deinem Mund sein. Reminds me of a story when I was a kid. Something happened to us. Ich habe diese Geschichte mal erzählt, dass ich ein Kind war, da ist uns was Must have passiert. been maybe 8 years old or so. Da war ich vielleicht 8 Jahre alt. And I was in a Catholic school, Ich war in der katholischen Schule. and the nun came in, Die Nonne kam herein. and she said, "Put everything away. Sie hat gesagt, legt alles zur We're Seite. going to have a test." Wir haben jetzt einen Test. And she put the test on everyone's table upside down. Und sie hat eben diesen Test, das Papier, auf den Tisch von jedem gelegt, aber so, dass du nur die Rückseite She gesehen said, "When hast. I say turn it over, turn it over." Und sie hat gesagt, wenn ich es sage, dann dreht es um. She said, "Okay, begin." Und sie hat gesagt, fangt jetzt an. And so we started. Und wir haben angefangen. And because I'm a slow reader, Und weil ich ein langsamer Leser bin, I was kind of behind everybody, war ich hinter den anderen. which Also war was ich actually langsamer als die anderen. on that day to my great advantage. Aber das war zu diesem Tag was war ein großer Vorteil. Because before I could even read anything, Weil bevor ich etwas lesen konnte, people in the room started making commotion. haben die Leute so Geräusche gemacht Somebody jumped up and oder started sich aufgeführt. cackling like a chicken, Jemand ist aufgesprungen und hat eben sich verhalten wie ein Huhn. and then someone like a duck. Jemand wie eine Ente. Someone ran around the room. Jemand ist in einem Raum Someone ran herumgelaufen. around their chair. Jemand ist um seinen Sessel Then everybody was herumgelaufen. cackling like a chicken and like a duck, and everybody was running around the room. Und And jeder hat sich aufgehört wie ein Huhn oder wie eine Ente und ist in dem ganzen Raum I'm herumgerannt. just kind of looking around, thinking, what is going on? Und ich habe mich umgesehen und mich gefragt, was da los ist. And I looked down. It says, number 1, cackle like a chicken, make noise like a duck. Und ich habe eben gelesen, Punkt 1, gackere wie ein Huhn It's und mach telling us Geräusche wie eine Ente. all these things to do. Und da waren all diese Dinge, die wir tun And so the sollten. room is like a circus. It's just so loud. Und dieser Raum, das war laut wie in einem Zirkus. But because I'm a slow reader, I didn't want to cackle the last, so I didn't do anything. Aber weil ich eben ein langsamer Leser bin, wollte ich nicht als Letzte noch You know, herumgackern. everybody goes quack quack, and then you're the last one. Quack. Ja, also jeder quakt herum und du bist dann der Letzte, der noch Quark schreit. So I just kind of sat there like, what should I do? Und You ich bin da know? gesessen und habe mich gefragt, was ich machen soll. I just kind of was watching everything, Ich habe alles angeschaut and I noticed this one girl, Marion. She was to my right. und da war dieses Mädchen Marion, sie war zu meiner She Rechten. hadn't done anything. Sie hat gar nichts von dem She gemacht. just sat there. She was the smartest girl in the class, Und sie war das klügste Mädchen der Klasse und sie hat gar and nichts just davon sat gemacht. there and Sie was ist nur da just reading. gesessen und hat eben gelesen. And then she put her name on the page, Hat dann ihren Namen auf diesen Zettel walked up to geschrieben the front, and put her test on the teacher's desk. und hat ihn nach vorne auf den Lehrertisch gelegt. And then she walked back and she sat down. Und ist wieder zurück zu ihrem Platz gegangen, hat sich hingesetzt She folded her hands and she was just smiling. und hat ihre Hände eben so über sich And there ihre was Brust so much gefaltet und noise hat around the room, gelacht. you know. I was Und da war so looking at her viel like Lärm im ganzen Raum und ich habe sie angeschaut. she definitely knows something that I don't know. you Und ich habe mir know. gedacht, sie weiß sicherlich irgendwas, was So- ich nicht weiß. So as all the noise kind of died down, Und wie es langsam leiser wurde, then we all read at the bottom of the page. haben wir am Fuß des Zettels gelesen. Now that you've read everything, Jetzt, nachdem du alles gelesen hast, because the first point was read everything before you do anything. weil der erste Punkt hat gelautet, lies alles, bevor du irgendwas machst. And the last point was now that you've read everything, don't do anything. Und der letzte Satz war, jetzt nachdem du alles gelesen hast, mach nichts von dem. And she was the only one in the class that read everything before she did anything. Und sie war die Einzige in der Klasse, die wirklich alles durchgelesen hat, bevor sie irgendwas getan I hat. just didn't do anything. Und ich habe nichts gemacht. I didn't read everything. Ich habe auch nicht alles I gelesen. just looked at her. Ich habe nur einfach sie betrachtet. The Bible says the same thing. Und die Bibel sagt dasselbe. God said to Joshua, be real careful.
Gott hat zu Josua gesagt, sei wirklich wachsam. Basically, read everything before you do anything. Und im Grunde lies alles, bevor du irgendwas tust. And my 37 years of being a Christian, Und meine 37 Jahre, seitdem ich I Christ have bin, observed a lot of strange things, you know. habe ich viele Just like- merkwürdige Dinge beobachtet. Kind of like a circus a little bit. Manchmal so ein bisschen wie ein Zirkus. From legalism to emotionalism to everything, from Von- asceticism. Von dieser Gesetzlichkeit bis hin zu diesem Emotionalen. My first church was a church of hippies. Meine erste Gemeinde, in die ich gegangen bin, war eine Gemeinde voller They Hippies. all had long hair. Wir hatten alle lange They were all Haare. hippies from the 60s. Sie waren alle Hippies aus den Everybody 60ern. slept on the floor. Jeder hat am Fußboden You were geschlafen. not allowed to sleep in the bed Es war dir nicht erlaubt, im Bett zu because that schlafen, was to love the world. weil das bedeutet, die Welt zu There was lieben. no mirrors in the house. Es gab keine Spiegel in dem We all Haus. lived in a commune. Sie haben alle in so einer Kommune I gelebt. was supposed to move in a month. Und in einem Monat sollte ich dort einziehen. And it was just a strange place. I mean, Es it war was wirklich like, ein wow. merkwürdiger Ort. And they should have read everything before they did anything. Und sie hätten besser alles lesen sollen, bevor sie irgendwas gemacht Because it haben. was just very much like that, for second grade class. Weil es war genauso in dieser zweiten Klasse damals. Just doing everything without being careful to read everything. Einfach alles zu machen, ohne wachsam zu sein, dass man vorher alles liest. And if we read everything, we're going to come across verses like Philippians 2, 12 and 13, Und wenn wir alles lesen, dann lesen wir auch Verse wie Philipper 2, 12 und 13. which is the center point of my whole Christian life. Das wirklich das Zentrum meines ganzen christlichen Lebens ist. It's one of those verses that explain everything. Das ist einer dieser Verse, der wirklich alles I erklärt. talked about it many times. Ich habe darüber schon oft gepredigt. Paul writes, Paulus schreibt, be careful habt Acht, how Seid you achtsam. live out your Christianity. wie ihr euer Christentum auslebt. Because in verse 13 he says, Weil in Vers 13 sagt er, because it's God. weil es ist Gott. Because it's God. Weil es ist It's Gott. not you, it's God. Be careful. Bist nicht du, sondern es ist Gott. It's Sei very easy achtsam. to live your Christianity out in your natural. Es ist sehr leicht, dass man sein Christentum in sich selbst He says, auslebt, be careful in dem how Natürlichen. you live out your Christianity. Aber es sagt eben, sei achtsam, wie du dein Christentum auslebst, Because God is the one weil Gott ist der who eine, puts desire in your heart, der das Verlangen in dein Herz legt. and God is the one Und Gott ist der who eine, gives you the ability der dir die Fähigkeit gibt, to do it. um es auch auszuführen. I want to think about this in light of the 4 seasons. Und ich möchte darüber nachdenken im Lichte der 4 Jahreszeiten. Because if we go to Psalm 1, Weil wenn wir zu Psalm 1 gehen, which is slide 14, it's very similar to Joshua chapter 1. weil das ist sehr ähnlich wie Josua Kapitel Because 1, God told Joshua, meditate on the word day and night, weil Gott hat zu Josua gesagt, meditiere über das Wort Tag und and you will Nacht be successful and prosperous in everything you do. und du wirst Erfolg haben und fruchtbar sein in allen den Dingen, die du tust. Psalm 1 is the first psalm Und Psalm 1 ist der erste Psalm, because Psalm 1 is telling us how to read all the other psalms. weil Psalm 1 sagt uns, wie wir die anderen Psalmen lesen sollen. How blessed is the man who does not walk in the counsel of the ungodly, the wicked, Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, nor stand in the path of sinners, den Weg der Sünder nicht betritt nor sit in the seat of the mocker or the scoffer. und nicht im Kreis der Spötter sitzt. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. Sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht. Doesn't mean that I read my Bible while I'm driving, Das bedeutet nicht, dass ich in der Bibel lese, während ich Auto though I fahre, can listen to the Bible while I'm driving. aber ich kann die Bibel hören, während ich But you fahre. know, in Texas, they take a piece of chewing tobacco and they put it next to their tooth. Aber in Texas, da nimmt man also so Kautabak und gibt das so neben den Zähne, The cowboys, you know. die Cowboys, And there's real cowboys today. And they kind of Richtige chew on it and Cowboys. suck on it all day. und die kauen und saugen da den ganzen Tag daran. And that's what we do with the Bible. Und das machen wir mit der You Bibel. take a verse, you stick it back here, Du nimmst einen Vers und steckst es dir da in you die just Backe kind of suck on it all day, chew on it. und du kaust und saugst daran den ganzen Tag. We are sanctified by the word is truth. Wir sind geheiligt durch das Wort und das Wort ist You just kind of Wahrheit. chew on it, you meditate on it. Und du kaust daran herum und du But look meditierst at darüber. the next verse. He will be like a tree firmly planted by streams of water, Der nächste Vers. Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, which yields its fruit in its season, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit and its leaf does not wither, and whatever he does, he prospers. und dessen Laub nicht verwelkt und alles, was er tut, gelingt But ihm. notice it says fruit in season. Aber es bedeutet Frucht zu seiner Zeit.
The seasons are very powerful. Diese Zeiten oder Jahreszeiten, die sind sehr kraftvoll. Like one of the greatest testimonies of God as creator. Eines der größten Zeugnisse von Gott als Schöpfer To make this balance between 4 seasons. ist, dass er dieses Gleichgewicht geschaffen hat zwischen den 4 Jahreszeiten. And Mary and I come from the East Coast. Mary und ich kommen von der Ostküste, And in New Jersey and in Massachusetts. in New Jersey und in Massachusetts. Especially New Jersey, the 4 seasons are like perfect. 3 months, 3 months, 3 months, 3 months. Also New Jersey, das ist das wirklich perfekt ausbalanciert. Immer 3 Monate, 3 Monate, 3 Monate, 3 Summers Monate. are really hot, the winters are really cold. Die Sommer sind sehr heiß und die Winter sind The sehr spring kalt. is really beautiful and autumn is really beautiful. Und sowohl der Frühling als auch der Herbst sind wirklich schön. And I'll show you a little bit, some pictures. Let's go to slide 4, the autumn weather. People come from all over America to come to the East Coast just to look at the foliage. Also die Leute kommen aus ganz Amerika, um sich dieses Blätterwerk anzuschauen im Herbst. That was like my backyard. Das war in meinem Garten auf der The only Rückseite. problem is you had to rake all those leaves every year. Das einzige Problem dabei ist, dass du dieses ganze Laub jedes Jahr I mean, there zusammenrechnen was just musst. mountains and mountains of leaves that we made big piles and then we would jump in them. Da waren Berge von Laub und wir haben die immer zusammengerechnet und sind dann You reingesprungen. push them over a hill and then you jump off the hill into the leaves. Also du hast die so unterhalb eines Hügels hingegeben und bist dann vom Hügel runtergesprungen in Just diesen absolutely Laubberg. breathtaking, the colors, the Das war foliage. atemberaubend. If we look Die at Farben. the seasons, Wenn wir die Jahreszeiten we betrachten, recognize that there's seasons in our life as well. dann sieht man auch, dass es Jahreszeiten in unserem Leben gibt. And it's very important to recognize the seasons. Und es ist sehr wichtig, dass man die Jahreszeit erkennt. Go to slide number 2. This is Ephesians 4:26. Das ist aus Epheser I 4,26. I was listening to a message by Andy Stanley from Atlanta, Georgia, Ich habe einmal eine Botschaft gehört von Andy Stanley aus Atlanta, Georgia. and he was preaching on this verse. Und er hat über diesen Vers gepredigt. It says, "In your anger do not sin. Da heißt es, zürnet und sündigt dabei nicht. Do not let the sun go down while you are still angry." Die Sonne geht nicht unter über eurem Zorn. Which kind of means like if you have a fight with your wife, don't go to sleep until you make up. Das bedeutet, wenn du jetzt einen Streit mit deiner Frau hast, dann leg dich nicht schlafen, Yeah. bevor der Streit And beendet he ist. said that's the standard understanding. Und er sagt, das ist die Art und Weise, wie man es verstehen soll. He said that's the way it's mostly understood. Also das ist die Art und Weise, wie es meistens verstanden But he said wird. what it really means Aber was es wirklich bedeutet, is that don't let your anger go from one season in your life to another season. es bedeutet eigentlich, lass den Zorn nicht von einer Jahreszeit in die nächste Jahreszeit mit Because hinübergehen. as we live our life, we will move from season to season. Weil während wir unser Leben leben, gehen wir von Jahreszeit zu Jahreszeit. And to not recognize this brings great frustration. Und wenn man das nicht erkennt, dann wird man sehr frustriert. There are 4 seasons, Es gibt 4 and there are Jahreszeiten spiritually 4 seasons. und geistliche 4 Jahreszeiten. Let's go to slide 7. The first season is the spring. Die erste Jahreszeit Or- ist der Frühling. The first one we're going to mention. I don't know Also which one comes first. Maybe Die spring erste, über comes die wir first. jetzt reden werden. Spring is the season of renewal. Der Frühling ist die Jahreszeit der Erneuerung, It's a new beginning. die Neuanfänge. God will always bring us to new beginnings. Gott wird uns immer wieder zu neuen Anfängen Our führen. life will always come to some kind of a beginning in every area of our life. Gott wird mich in allen Bereichen meines Lebens immer wieder zu einem Neuanfang In my führen. finances, In meinen in my Finanzen, relationships, in meinen Beziehungen, in marriage. in der We've Ehe. come to many new beginnings in our marriage. Es gibt viele Neuanfänge in unserer Ehe. Many springtimes, many renewals. Viele Frühlingszeiten, viele In Erneuerungen. my relationship with God, there's a renewal, a springtime. In meiner Beziehung zu Gott gibt es Erneuerung. Second is the summer. Die nächste Zeit ist der It's a time Sommer, of abundance, a time of fruit. Zeit des Überflusses, Zeit der Frucht. Everything is going great. Alles läuft Just großartig. prosperity everywhere, it seems. Alles gelingt. I got a raise, my Krieg- marriage is great, my kids are great, Eine everything's like, Lohnerhöhung, meine Ehe läuft gut, meine Kinder sind I großartig, got a alles ist great deal toll. on a new car. I'm just living in the summer of my life. Ich habe einen neuen, tollen Autovertrag abgeschlossen, es läuft einfach großartig. You can live in the spring in one area and the summer in the other area. Und du kannst in einem Bereich deines Lebens im Frühling sein und in einem anderen Bereich im Sommer Because sein. there's more. There's the third is Das the fall. dritte, das ist der Herbst, A time of reflection. die Zeit der Reflexion oder des The Betrachtens. fall weather marks the end of the abundance of the summer. Das Wetter im Herbst, das repräsentiert das Ende des Überflusses im It Sommer, marks the end of the harvest. das Ende der Ernte. It's a time of reflection.
Eine Zeit der Reflexion. These old people in a nursing home were interviewed, Wenn alte Menschen in einem Altersheim interviewt werden, a lot of them, viele von ihnen, they were surveyed. They were wurden surveyed. befragt If you could live your life again, und sie wurden gefragt, wenn du dein Leben noch einmal leben könntest, what would you want to do that you didn't do? was würdest du gerne tun, was du nicht getan And hast? 3 things came up more than anything else. Und da waren 3 Dinge, die öfters erwähnt wurden als andere And Dinge. the first one was, Das erste if war, I could live my life one more time, wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte, I would take more risks. wäre ich mehr Risiken eingegangen. I just played it too safe. Ich habe es zu sicher gespielt. I would take more Ich risks. hätte mehr Risiken eingehen sollen. Number 2, Nummer 2, I would reflect more. ich hätte mehr reflektieren I sollen. was so busy, Ich war so I beschäftigt. never stepped back and reflected. Ich bin nie einen Schritt zurückgegangen, um das Ganze mal zu And reflektieren. number 3, Nummer 3, I would do something that would outlive my life. ich hätte etwas tun sollen, was über mein Leben hinausgeht. In other words, I would really work hard to leave a legacy. Oder anders gesagt, ich hätte härter arbeiten sollen, um wirklich etwas zu hinterlassen. But reflection is an awesome part of our life, Aber die Reflexion ist ein großer Teil unseres Lebens. because after a time of abundance, Weil nach der Zeit des Überflusses, which all of us will have in every area of life, it will just move around. den wir alle erfahren werden in jedem Bereich unseres Lebens, We really need to reflect müssen wir aber auch anhalten und reflektieren. what has happened. Was ist passiert? Like in Matthew chapter 6, Wie in Matthäus Kapitel in verse 6, 12, it says, "Forgive others in Vers 12, da heißt es, vergebt anderen, as God has forgiven you." so wie Gott dir vergeben hat. In the Amplified, it says, "Let go." Die Amplified-Übersetzung sagt, lass los. The lass es autumn is a gehen. time of letting go. Und dieser Herbst, das ist eine Zeit, dass man das Loslassens. Reflecting on friendships, reflecting on what I'm doing, Man reflektiert über Freundschaften oder über das, was ich gerade what tue. has borne fruit, what has not. Was hat Frucht gebracht, was nicht. It's a time of making hard decisions and just letting certain things go. Und es ist eine Zeit, wo ich harte Entscheidungen treffen muss und manche Dinge loslassen That's muss. why we call the autumn weather the fall. Deshalb nennen wir eben das Herbstwetter the Fall in Englisch. Yeah, Das, because the leaves are falling, things are letting go. weil die Blätter fallen und Dinge werden losgelassen. Everything's just letting go. Dinge werden And it's a time losgelassen. of reflection just to let go Und es ist eine Zeit der Reflexion und Dinge of loszulassen. what you feel is not a part of your life. Von den Dingen, wo du fühlst, dass es nicht Teil deines Lebens ist. But the most interesting thing is winter. Aber das Interessanteste ist der Winter. Winter is a time of rest. Der Winter ist der Zeit der Ruhe. And as we all experience a winter season, Und wie wir alle die Winterjahreszeit erleben, it's a time of enforced rest by God. es ist eine Zeit der aufgezwungenen Ruhe von Gott. God brings rest to nature. Gott zwingt die Natur dazu zu Everything's ruhen. cold, everything's frozen. Alles ist kalt und gefroren. All the animals withdraw, all the insects are buried, everything's All die gone. Tiere ziehen sich zurück, die Insekten graben sich ein, alles ist irgendwie weg. It's a time of apparent death. Es ist eine just- Zeit vom Tod, also schaut aus wie Tod. A very, very important time of life. Aber eine sehr wichtige Zeit des Lebens. More than anyone, Austrians have actually learned to enjoy the winter. Und mehr als viele andere Nationen hat Österreich gelernt, Spaß im Winter zu haben. Now, going back to Joshua, God told Joshua Wenn to wir enter the land. zurückgehen zu Josua, da hat Gott Josua gesagt, er soll in das Land hineingehen. Take the land. Nimm das Land ein. Moses is dead. Moses ist tot, Go into the land. aber geh hinein in das Land. When we learn to rest from our works, Wenn wir lernen zu ruhen von unseren Werken, which means Moses is dead in my life, das bedeutet, dass Mose in meinem Leben gestorben ist, we enter the land. dann treten wir in das Land And if we ein. look at Hebrews chapter 4, which is slide 12, Wenn wir Hebräer 4 dazu anschauen, if Joshua had given them rest, he would not have spoken of another day after that. denn wenn Josua sie in die Ruhe gebracht hätte, würde er danach nicht von einem anderen Tag geredet haben. Joshua gave them military rest, national rest, Josua hat ihnen so eine nationale Ruhe gegeben von den militärischen Aktionen, but he didn't give them spiritual rest. aber er hat ihnen keine geistliche Ruhe So gegeben. there remains a Sabbath rest for God's people. Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes And this übrig. comes through the real Joshua, Und die kommt durch den wahren Josua, because Jesus' name was Joshua. weil Jesus Name war Josua. Next verse. Verse 10. For the one who has entered his rest, has himself also rested from his works.
Nächster Vers, Vers 10. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, as God did from his. wie Gott von seinen eigenen. Therefore, let us be diligent to enter that rest, Lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen, so that no one will fall damit nicht jemand nach demselben through following falle. the same example of disobedience. Beispiel des Ungehorsams Do you know when we falle. live our Christianity through our own power, Wisst ihr, wenn wir unser Christentum durch unsere eigene Kraft leben, God sees it as disobedience. dann sieht Gott das als He's Ungehorsam. not impressed. Er ist nicht beeindruckt. He's actually quite angry Er ist eigentlich zornig, because Christianity is God living through us, weil Christentum bedeutet, dass Gott durch uns lebt. God's presence in our life. Gottes Gegenwart in unserem Leben. It's not us trying to manufacture some kind of spirituality. Es sind nicht wir, die irgendwie probieren, eine Geistlichkeit zu produzieren, Be careful how you live out your Christianity sondern sei achtsam, wie du dein Christentum auslebst, because it's God. weil es ist Gott. And God wants us to enter into this rest. Und Gott will, dass wir in diese Ruhe eintreten. And all of us will come into a winter season in our life. Und jeder von uns kommt in diese Winterruhe in seinem Leben. We'll have our springtime. Wir haben unseren You Frühling, know, we meet somebody and it's all springtime. wir Like, treffen wow, jemanden und es ist immer Frühling. like who is she? Wer ist sie? Who is he? Wer ist er? Woo, hoo, hoo. The buds are budding. Woo. Also die Insekten Right? summen. Springtime in my life. Der right? Frühling in meinem Leben. And suddenly it turns into the summer and there's all activity and abundance of fruit. Und auf einmal ist Sommer und es ist voller Aktivität und wir haben diesen Überfluss an Frucht. When we're in the springtime, Aber wenn wir in dieser Frühlingszeit we sind, need to sow. dann müssen wir sehen. It's a time of new beginnings. Eine Zeit der Let your Neuanfänge. creative juices flow. Lass deine kreativen Säfte fließen. Let it sow to the wind. Sieh in den Wind hinein. God is bringing new ideas. Gott gibt dir neue Ideen. Step out of the box. Tritt aus deiner Schachtel hinaus. God is speaking. Gott spricht He's zu dir. initiating. Er He's putting initiiert desires Dinge. in the heart. Er gibt Verlangen in dein He's Herz. putting energy in the body, in the soul. Und er gibt dir Energie in deinen Leib, in deine It's all Seele. coming from God. It's His grace flowing. Es kommt alles von Gott. Es ist seine Gnade, die fließt. I am what I am by the grace of God. Ich bin, wer ich bin, durch die Gnade Gottes. His grace is flowing toward me. It's like springtime in my life. Und seine Gnade fließt zu mir und es ist wieder Frühling in meinem And Leben. when the fruit starts to flow, Und dann, wenn die Früchte kommen, when I sense, wow, I can be really effective here. wenn ich dieses Gefühl habe, ich kann da wirklich effektiv It's sein, not a time to go to sleep. dann ist nicht die Zeit zu schlafen. Farmers get up early and they stay up late. Also Bauern, die wachen früh auf und bleiben lang You know, auf. we're going to McDonald's and they're still on the tractor 11 o'clock at night. Und wir gehen zum McDonald's und sie sind um 11 Uhr nachts immer noch auf ihrem Traktor They're unterwegs. working hard because it's the summer. Und sie arbeiten hart, weil es eben die Sommerzeit ist. If you're in the summer season, take advantage of the summer season. Und wenn du in dieser Sommerjahreszeit bist, dann nutze diese Zeit auch. When you have energy, when you feel like reading the Bible 3 hours a day, Wenn du die Energie hast und wenn du dieses Verlangen oder dieses Gefühl hast, dass du 3 Stunden in der Bibel lesen read it könntest, 4 hours a day. dann lies 4 Stunden Soak it darin. up. You're in the summer. Dann saug es auf, du bist The im energy Sommer. is there. Take advantage of it. Die Energie ist da und nutze es aus, Because the summer will pass. weil der Sommer wird vergehen. I mean, when I was working in the basement, Als ich im Keller it gearbeitet was the habe, summertime. da You war know? es Sommerzeit. I mean, we worked so hard. The guys know, the girls know. We were killing ourselves down Wir there. haben dort unten so hart gearbeitet und all die Männer und Frauen, die mitgearbeitet haben, die wissen This das. guy came from another church to help us, Diese Leute, die von anderen Gemeinden gekommen sind, and um he uns zu said to me helfen, later, I wanted to leave in 15 minutes. hat er zu mir später gesagt, ich wollte eigentlich in 15 Minuten He said, I gehen, couldn't believe how hard you guys were working. weil ich It konnte was es like, nicht begreifen, dass ihr so hart Whoa! He arbeitet. said, like, whoa. And the guy's strong. Und dieser Mann war stark. January came. Dann kam der Jänner, I went down there. ich bin dort runtergegangen The summer had ended. und der Sommer war It vorbei. was like, you know what? Time to reflect. Und ich habe mir gedacht, okay, es ist die Zeit, um zu It's reflektieren. it's just time to reflect here, Es because ist Zeit, um einfach darüber zu the reflektieren. harvest is over. Die I'm Ernte ist vorbei. I worked like 1 year here, no break. I am like, Ich habe dort für ein It's- Jahr gearbeitet, ohne Pause. it's autumn. We're going to reflect
let's take a break and just reflect. Es ist Herbst, wir machen jetzt eine Pause und wir reflektieren Before darüber. we do anything else, let's reflect. Bevor wir irgendetwas anderes machen, Now reflektieren the wir. cellar's in the winter. Jetzt ist der Keller It's im just Winter. cold down there and Es dead. ist kalt und tot und People ask me, how's the cellar? Und Leute fragen mich, wie geht's dem Keller? It's in the winter season. Na, ist dort unten Winter. It's down there, it's cold, it's Es ist dark, everything kalt, died. dunkel, it's alles ist like gestorben. nothing's happening. Nichts We passiert. pull the lights down. It's just everything. Ich habe das Licht ausgeschalten. Es ist alles tot. But Aber- that's the winter season. Aber es ist jetzt eben die And in the Winterjahreszeit. winter season, we rest. Und in der Winterjahreszeit ruhen It's wir. God's enforced rest. Es ist Gottes aufgezwungene Ruhe. And we can actually learn to love every season. Und wir können es lernen, jede Jahreszeit zu schätzen. We love the springtime. Wir lieben den Frühling. Ooh, it's just these goose, nice feelings. Like, ooh, Wow, es sind diese yeah, let's try tollen that. Gefühle. Hey, why don't I Gefühle, play dass- electric guitar? Yeah, cool, all right. Yeah, sollte something elektrische new. Gitarre spielen, das ist was Neues, cool. Woo-hoo. It's nice. Everything's beautiful, budding, and like life, Nett und newness. schön. Überall geht wieder das Leben Summertime auf. comes, a lot of work, a lot of production. Like Sommer fängt an, es gibt viel Arbeit. when you're in the summer, you lean into it. Lean into Wenn it. der Sommer da ist, dann stürzt du dich hinein. Get up early, go to bed late. The summer's gonna pass. Steh früh auf und geh spät schlafen, weil der Take Sommer geht eben advantage of the vorbei. energy. Und nutze diese Energie aus. Love the summer. Liebe den Sommer. Lean into it. Stürz dich Right ein. now, I'm in the summer of making banners. Und gerade jetzt bin ich im Sommer vom Plakate machen, I vom Banner eat, machen. drink, and sleep banners. Ich esse, trinke und ich This schlafe whole wegen chapel Banner. is going to be covered with banners by Diese September 20th. ganze Halle wird bedeckt sein mit Bannern bis Tomorrow, zum I will 20. be up September. early and I'll be making banners all week long, and people will be coming, and we will have the greatest march ever. It will be Morgen werde ich früh awesome. aufstehen und werde anfangen, Banner zu machen. Wir werden diesen großartigen Marsch haben. Because I believe that September 20th could be the greatest event in the last 500 years in Austrian Weil history. ich glaube daran, dass dieser 20. September das größte Ereignis in den letzten 500 Jahren And in the Österreich juice sein is kann. flowing, the energy is there. I Und die can't Energie sleep. I ist think da of und die Säfte banners, fließen und ich sehe einfach über Gonna diese make them in Banner. Russian and werde Turkish sie and in everything. And Russisch this machen und morning, how many Türkisch. different languages can we make? Wie viele verschiedene Sprachen können wir machen? I'm in the summer as far as banners. Also jetzt gerade befinde ich mich im Sommer, was die Banner The angeht. cellar's in the winter. Aber der Keller ist im Winter. My marriage is in the summer. We're just having a great time. Meine Ehe ist im Sommer, wie meine großartige It was Zeit. in the spring a couple months ago. Vor einigen Monaten waren wir im Frühling. Last year it was in the winter. Letztes Jahr war es im Winter. No, it's been a long summer. Es war ein langer Sommer. We always will come into the winter. Aber wir kommen immer wieder in den Winter And we hinein. can love it. We can actually say, hey, it's a winter season. Aber wir können es lieben. Wir können sagen, es ist die God Winterzeit. has put the cellar to rest. It's a rest time of rest. Und Gott hat eine Ruhezeit über den Keller verhängt. It's enforced. Es ist aufgezwungen, You know why? There's no money. weil es gibt einfach kein Geld. If God wanted me to work down here, he'd just bring a businessman and drop 100,000 in my lap. Weil wenn Gott wollte, dass ich da unten weiterarbeite, würde er einen Geschäftsmann herbeiführen, der uns vielleicht 100.000 Euro Just like that. investiert. But God says, no, it rests. It's in Einfach the nur winter. so, aber Gott sagt, nein, Ruhe The jetzt. seasons are real. The seasons are real. Und diese Jahreszeiten sind wahrhaftig. But the most deceptive one is the winter. Aber die Jahreszeit, die am täuschendsten sein Because kann, ist der Winter. Because we become insecure. Weil wir unsicher werden. And we feel, oh my gosh, I can't read my Bible anymore. Wir denken, oh mein Gott, ich kann meine Bibel nicht mehr I lesen. used to read it 2 hours a day. And Ja, ich now habe I sie don't, früher immer 2 Stunden am Tag I don't gelesen. even know where it is. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo sie ist. You know, sometimes, I go through my winter seasons too, Also manchmal durchlebe ich auch meine And I said to Winterzeit. my wife, I got to study for the message. Where's my Bible? Und ich sage zu meiner Frau, hey, ich muss mich auf die Botschaft vorbereiten. Wo ist meine Bibel? She says, you left it in the pulpit. Und sie sagt mir, du hast sie auf der Bühne gelassen. Last an der Sunday. Kanzel. Letzten Sonntag. I said, my Bible's in the pulpit? I didn't read it all week? Ich habe gedacht, dann was, meine Bibel ist noch auf der Kanzel. Ich habe sie die ganze Woche nicht gelesen. I'm in the winter. Ich bin im Winter. But you can enjoy it. It's enforced by God. Aber du kannst es genießen, weil es von Gott Because God aufgezwungen brings ist. everything to rest. Weil Gott alles zur Ruhe bringt. And by His grace, Und durch seine we get real Gnade active and to organize our activity, sind wir dabei, unsere Aktivität zu organisieren. we start making structures. Und wir bauen Strukturen auf. Wow, there's so much energy. I love my Bible. I'm just going to read every day. Ich liebe meine Bibel so sehr und ich I'm lese gonna jeden read- Tag darin.
I'm going to read the first chapter of every book in the Bible. Ich lese jetzt mal das erste Kapitel von jedem Buch in der Then I'm going to Bibel. read the second chapter of every book in the Bible. Und dann lese ich das zweite Kapitel von I've jedem done Buch in der that. Bibel. Then I'm going to read the last chapter of every Das book habe in ich the gemacht Bible. und dann lese ich das letzte Kapitel And von you're jedem just Buch in der like Bibel. chewing it up like, yeah, yeah, Und yeah, du kaust yeah, das yeah. Ganze auf. And then you hit the fall weather. Und dann kommt das Herbst. And you just keep trying to keep the program going. Und du probierst dieses Programm am Laufen zu There's no halten. reflection. Es gibt keine Reflexion. And everything's slowly dying and everything's falling. Und es stirbt langsam und es fällt And your alles auseinander. programs are falling off the tree. Und deine Programme, die fallen so von den Bäumen And just runter. watching everything that you've built for God just kind of falling off the tree. Du siehst, wie alles, was du für Gott getan hast, von den Bäumen fällt. The volunteers for the cellar are just falling off the tree. Die Freiwilligen für den Keller, die fallen von den It's like, Bäumen. come on, let's keep going. Und dann denkst du, los, machen wir weiter. Hello. Hallo. Everything's falling. Aber alles fällt It's a auseinander. time to reflect. Und es ist die Zeit, um darüber zu reflektieren. Father, what is your will? Vater, was ist dein Wille? It's you're the one who put the desire in and the energy, Du bist derjenige, der das Verlangen und die Energie in mich and now hineingibt. everything's falling. Und jetzt fällt alles auseinander. And God said, that's right. The season is changing. Und Gott sagt, das ist richtig, weil die Jahreszeit hat I sich want geändert. you to reflect Und ich möchte, dass du reflektierst. on what is from me and what's not, and how we're going to do this from here. Was ist von mir und was nicht? Und wie gehen wir von da aus weiter? And then it goes right into the winter. Und dann gehst du direkt in den Winter. Everything's cold. Alles ist kalt. Even what was from God goes to death. Das, was von Gott war, stirbt. And what was from God will be resurrected. Aber was von Gott war, wird wieder auferstehen. When I was 19 years old, I was in Finland at a seminar. Als ich 19 Jahre alt war ich in Finnland bei einem Seminar. The boss I was working for paid the trip. Der Boss oder der Chef, für den ich gearbeitet habe, der hat für meine Reise I bezahlt. didn't even know where Finland was. Ich wusste nicht mehr, wo Finnland war. I thought it was somewhere in the Middle East, you Ich habe know. gedacht, irgendwo so im Nahen Here we Osten. were in Finland in this cold. There we are, and I'm sitting there, bin and in Finnland und I'm in a sitze. conference with about 500 people. Und bin in dieser Konferenz mit 500 I'm Leuten, way up in the back, ganz hinten. and this girl gets up and she says, Und da kommt diese junge Frau und she sagt, starts crying. sie fängt an zu weinen. She says, I just came back from Hungary. Und sie sagt, ich kam zurück von She Ungarn. says, that whole area, those countries, they all need God. Und sagt, dieses ganze Gebiet dort, die brauchen alle Gott. She said, some of you Americans, Manche von euch Amerikanern, God is calling you to that part of the world. Gott beruft euch zu diesem Teil And der she was Welt. crying. Und sie weint dabei. And then I saw this little Scud missile come out of her mouth. Und dann habe ich diese Rakete gesehen, die aus ihrem Mund hinausging. And it just ripped my heart. Und es hat mein Herz getroffen. And I knew that she was talking to me. Und ich weiß, oder ich wusste, dass sie gerade zu mir I was sprach. 19 years old. I knew she was talking to Und me. ich war 19 Jahre alt und ich wusste, I dass sie went zu mir to sprach. the pastor's secretary. Ich bin zur Sekretärin des Pastors I gegangen said, she was talking to me. und habe gesagt, hey, sie hat zu I'm mir going to go there gesprochen. one day. Ich werde eines Tages And dorthin gehen. she laughed. Und sie hat mich ausgelacht. I said, it's serious. I'm Und ich telling sagte, you, nein, God das just ist spoke to me. ernsthaft, Gott hat gerade zu mir I gesprochen. went back to the Bible school. Ich bin zurück zur Bibelschule I gegangen. got a Slovak Bible, started reading in Slovak. Ich habe mir eine slowakische Bibel besorgt. I Habe was das so Slowakisch pumped. I thought, gelesen. I'm going to that part of the world. I'm going to learn the languages. Und ich war so aufgedreht und habe mir gedacht, na, ich gehe in diesen Teil der Welt und ich werde diese Sprache lernen. And slowly, autumn came and the Bible fell off the tree. Und langsam kam der Herbst und diese Bibel ist vom Baum gefallen. And it died. Und es starb. But what is from God Aber always comes back. Was von Gott ist, kommt wieder zurück, kommt wieder auf. Then I got married, 1981. Und 1981 habe ich The geheiratet. next year, we made a trip to Europe. Im nächsten Jahr haben wir eine Reise nach Europa And I said gemacht. to Mary, from all the countries we visited, Und ich habe zu Mary gesagt, von all den Ländern, die wir besucht haben, I was 23, es waren 23, and I said, what did God put on your heart? welches Land hat Gott auf dein Herz She gelegt? said, Vienna, Und sie hat gesagt, Wien, Austria. in I Österreich. said, same with me. Und ich habe gesagt, bei mir ist es dasselbe. Let's go there. Lass uns So I dahin came gehen. up with this plan, Und ich habe diesen Plan and I entwickelt. said to Mary, you go to nursing school, Und ich habe gesagt, du machst so eine and you Krankenpflegeausbildung finish nursing school, und du machst diese Schule für and when Ausbildung you're fertig. finished, we'll move to Austria. Dann, wenn du fertig bist, ziehen wir nach Österreich. You can work in the hospital. Du wirst im Krankenhaus You arbeiten. can support us, Du wirst uns and I'll unterstützen. work as a missionary. Und ich arbeite als Missionar dort. And she did. She was so submissive. She went to nursing school. Und sie hat sich da wirklich so untergeordnet, dass sie wirklich diese Schulausbildung A begonnen hat. year later,
ein Jahr später I was in such a winter season. war ich in so einer Winterzeit. And I was a song leader of a church of about 600 people. Und ich war das Anbetungsleiter in einer Gemeinde von The 600 church Leuten. was in a summer season. Und diese Gemeinde war in der They had Sommerzeit. missionaries in Greece and Arab Emirates and South America. Und wir hatten Missionare in Griechenland the und place. Arabischen Emiraten und in And the church Südamerika. was exploding. Und diese Gemeinde war am And I Explodieren. was in a winter season. Und ich war in der I was so Winterjahreszeit. empty, so cold. Ich war so leer und so Everything, kalt. every program that I had done just fell off the tree. Jedes Programm, das ich entwickelt hatte, fiel vom I Baum. couldn't have quiet time. I couldn't read my Bible. Everything was on the ground. Ich konnte nicht mehr stille Zeit machen oder meine Bibel lesen. Alles Everything lag was am Boden. dying. Everything was falling. Alles starb. And then I Alles was ist suddenly runtergefallen. in a deep winter season. Und alles war in dieser Winterjahreszeit. I went to early morning prayer and I fell asleep every Und ich morning. bin in diese Morgengebetszeiten gegangen und bin eingeschlafen. I hated song leading. I hated everything. It was just so Ich cold, habe so diese empty. Anbetungszeit gehasst. Es war alles so kalt und And leer. I'd say to Mary, I don't know what's going on. I'm so, Und ich habe zu Mary gesagt, ich weiß nicht, was los ist. I came home. Ich ging nach Hause, I laid on the bed, habe mich aufs Bett put gelegt, my face in the pillow, habe mein Gesicht auf ins Polster and I hineingedrückt cried. I und habe really geweint. cried. Ich habe wirklich geweint. I was crying and I said, God, if you don't speak to me, Und habe zu Gott gesagt, wenn du nicht zu mir if sprichst, you don't speak to me, wenn du nicht zu mir sprichst, I'm going to run away. dann werde ich weglaufen. I'm going to run away. Dann werde ich weglaufen. I'm going to run. I'm going to run to Europe. Dann laufe ich sogar nach Europa. And as soon as I said that, Und sobald ich das gesagt hatte, everything started budding. sind die Blüten All the wieder lights aufgegangen. came on. Alle Lichter sind angegangen. Europe. Europa. We're supposed to go to Europe. Wir sollten nach Europa And I gehen. went over to Mary and I said, I know why. I'm in the winter season. Und ich bin zu Mary gegangen und habe gesagt, ich weiß, warum ich im Winter Because we're not gefangen supposed bin. to wait till you finish nursing school. Wir sollen nicht warten, bis du deine We're Krankenpflegeausbildung fertig supposed to hast, go now. sondern wir sollten jetzt The gehen. season is changing. Die Jahreszeit hat sich I told the geändert. pastor the next day, Ich habe es dem Pastor am nächsten Tag we're gesagt. going to Austria. God spoke to me. Gott hat zu mir gesprochen, wir gehen nach Österreich. And we made plans. Wir haben Pläne We moved geschmiedet, to New Jersey. sind nach New Jersey The gezogen. pastor even said, if you go to Greece, we have a team there. Und der Pastor hat gesagt, wenn ihr zumindest nach Griechenland geht, da haben wir Why do schon you ein want to go to Team. Austria? Warum nach Österreich? He said, we will pay you. We will pay you as missionaries to go to Greece. They need help. Wir bezahlen euch, dass ihr als Missionare nach Griechenland geht. No, it's Austria. I'm telling you, ich it's sage, es Austria. ist Österreich. So we made plans and we left. Und wir haben Pläne geschmiedet und sind And gegangen. the season changed. Die Jahreszeit hat sich verändert. And one more story about seasons. Noch eine Geschichte über Jahreszeiten. This one happened a couple 2 years before that. Das ist 2 Jahre davor passiert. 1980, I was in Bible school 1980 war ich in der and I Bibelschule. was working in New Jersey for the summer, building houses. Ich habe im Sommer Häuser gebaut in New Jersey And I would go on the weekend back to New Jersey to work for my boss Saturdays and Sundays. und bin die Wochenenden immer zu meinem Boss nach New Jersey gefahren und habe am Samstag und And- Sonntag für ihn gearbeitet. I was putting the window in the front of the house. Und ich habe die Fenster eingesetzt an der Vorderseite So des I prepared Hauses. everything and then I had the window, Ich habe alles vorbereitet und hatte ich das Fenster da, picked up the window, habe es put aufgehoben, the window in, pulled the window toward myself, habe das Fenster eingesetzt und zu mir and hergezogen was going to put the screws in und wollte gerade die Schrauben reindrehen with the screw gun mit so einem Schrauber, machine, also einer Schraubmaschine. Bohrmaschine. Bohrmaschine. So my boss comes down the stairs, Und mein Boss kommt die Treppe and the runter strangest thing ever happened und das Merkwürdigste überhaupt ist that you passiert, never, ever see on a job site. dass du ihn eigentlich nie bei der Baustelle siehst. He comes down the stairs quietly. Er kommt ganz leise He die Treppe sees me runter. working. Er sieht, wie ich He arbeite, jumps off the stairs springt von der Stufe and he goes, "Ha!" und erschreckt mich. Now, why in the world would he do that? Und warum in der Welt machst du sowas? On a job site Auf der where you Baustelle, can get killed, where things fall? wo du leicht getötet wirst Well, und Dinge I'm holding umfallen. this window Ich habe dieses Fenster and I festgehalten hear this noise und er hört dieses and I Geräusch think something's falling on my head. und ich denke, irgendwas fällt mir gleich am So I Schädel. go to cover my head and I let go of the window. Und ich bedecke meinen Kopf und lasse das Fenster And the los window falls und das Fenster fällt and smashes outside. und zerbricht draußen. And then something even stranger happened. Und dann ist noch was Merkwürdigeres The passiert. boss walks over to the window. Der Boss geht rüber zum Fenster, He looks out. schaut drauf, Then he looks at me schaut mich an. and he says, "You just bought that. Du hast es gerade kaputt gemacht. You bought it. Also du hast es gekauft. Das ist deine jetzt." Das gehört jetzt dir. And I said,
Und ich habe gesagt, Okay, okay, I bought it. ich habe es gekauft. On the way home, I said to the Lord, Am Nachhauseweg habe ich zum Herrn see, gesagt, now I was in the autumn weather suddenly. also auf einmal war ich in dieser I was Herbstzeit. in the summer, but now I was in the autumn. Bis jetzt war ich im Sommer, aber jetzt war ich im Herbst. I started reflecting. Jetzt habe ich reflektiert. Father, is there something you want to say to me? Vater, gibt es da irgendwas, was du mir sagen Because willst? that's the strangest thing I've ever seen. Weil das war das Merkwürdigste, was ich jemals gesehen habe. And God said to me right away, Und Gott hat sofort zu mir gesprochen. that's the last weekend you go down. Das war das letzte Wochenende, zu dem du nach I unten did that fährst. because you wouldn't hear my voice. Und ich habe das gemacht, weil du nicht auf meine Stimme gehört The hast. season has ended, Diese Jahreszeit ist and I have a vorbeigegangen. new season for you. Und ich habe jetzt eine neue Jahreszeit für And dich. so he called me on Wednesday, Und er hat mich am Mittwoch and he said, angerufen hey, Bobby, you coming down? und hat gefragt, Bobby, kommst du I rüber? really need you. Wir brauchen dich wirklich. I said, no, I quit. Nee, ich habe gesagt, nein, ich höre auf. I won't be coming down anymore. Ich komme nicht mehr rüber. Because of that incident, it was easier for me to say no. Wegen diesem Vorfall war es für mich leicht, Nein zu sagen. And about within a week or two, Und innerhalb einer oder 2 Wochen I was dating Mary habe ich die Mary gedatet. on the weekends. An den Wochenenden. 6 weeks later, we were engaged. 6 Wochen später waren wir verlobt. 8 months later, we were married. 8 Monate später waren wir verheiratet. God will end a season for us. Gott wird eine Jahreszeit für uns beenden. He wants us to reflect. He brings us into a winter. Und er möchte, dass wir reflektieren und er führt uns in den Winter. And we have to understand that the spring always follows the winter. Und wir müssen verstehen, dass der Frühling immer nach dem Winter kommt. And here's the closing thought. Und hier kommt der abschließende Gedanke. If we don't rest in the winter, Wenn wir in der Winterzeit nicht ruhen, the winter will become a wilderness. wird der Winter zur Wüste, zur There Wildnis. was an 11-day winter season for Israel. Es gab eine 11-tägige Winterzeit für Israel. From the Red Sea to the Promised Land. Vom Roten Meer rüber zum verheißenen Land. 11 days of winter. 11 Tage There Winterzeit. was no water. Kein There Wasser, was no nothing. kein They gar were in the nichts. desert. Sie waren in der Wüste. All they had to do is recognize what God was doing. Alles, was sie tun hätten müssen, wäre zu erkennen, was Gott tut. But they started complaining and cursing God. Aber sie haben begonnen, sich zu beschweren und Gott zu In verfluchen. the 11-day winter season Und diese 11 Tage Winterzeit turned into 14,600-day winter season. haben sich verändert zu 14.600 Tagen Winter. 40 years 40 Jahre in the winter. im Winter. Recognize the season is from God. Erkenne, dass diese Jahreszeit von Gott kommt. And life, the spring comes from God. Und der Frühling kommt von Gott, das Leben kommt von Philippians Gott. 2:13 is our spring verse. Philipper 2,13 ist unser Frühlingsvers. God will work in you Gott wird in dir arbeiten, to desire and to do his will. um das Verlangen, seinen Willen zu tun. Don't panic, just rest. Und gerate nicht in Panik, sondern Ruhe. And we recognize the seasons. Und wir erkennen diese And Jahreszeiten. I can be in many seasons at the same time. Und ich kann in vielen verschiedenen Jahreszeiten zur selben Zeit sein. With the banners, I'm in the summer. Mit diesen Bannern bin ich gerade im Sommer. With the cellar, I'm in the winter. Im Keller bin ich im Winter. In my marriage, I'm in the summer. Mit meiner Ehe bin ich With im other Sommer. things, I'm in the spring. Mit anderen Dingen bin ich im Other Frühling. things, I'm in the fall. In anderen Dingen bin ich gerade And im you Herbst. recognize that God is moving. Und du erkennst, dass Gott sich bewegt. And so I have a video. Maybe it would encourage you a little bit. Und ich habe ein Video, das euch vielleicht ermutigt. It's about the seasons. Da geht es um die Jahreszeiten. Wenn du heute Abend hier bist And you've never received Jesus in your life, und Jesus noch nie in dein Leben angenommen hast, the greatest decision of your life. die größte Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst. Maybe you've been in the winter season. Vielleicht warst du in dieser Winterzeit, Well, in the winter season of being without God. in der Winterzeit ohne Gott zu sein. Jesus is reaching out. Und Jesus streckt sich aus. He gave his life. Er hat sein Leben für dich He gegeben. entered into death Er ging in den Tod hinein, so we could have life. damit wir das Leben haben könnten. Say a simple prayer with me tonight. Dann sprich ein einfaches Gebet mit mir heute Abend. Jesus is alive Jesus ist lebendig and he will show himself to you. und er wird sich dir offenbaren. Pray with me, a simple prayer. Bete dieses einfache Gebet mit mir. Jesus, Sag Jesus, come into my life. komm in mein Leben. Open my eyes. Öffne meine Augen. I want to see you. Ich möchte dich I sehen. want to feel you. Ich möchte dich I spüren. want to sense you. Ich möchte dich fühlen. Forgive my sin. Vergib mir meine Sünden. Cleanse me. Reinige mich.
Thank you for dying for me. Danke, dass du für mich gestorben Can you bist. say those words? Kannst du diese Jesus. Worte aussprechen? Jesus. Say, Jesus, come into my life. Sag, Jesus, komm in mein Leben. Jesus, come in my life. Jesus, komm in mein Leben. Forgive my sin. Vergib mir meine Sünde. Open my eyes. Can you Öffne pray meine that? Open Augen. my eyes. Bete das, öffne meine Augen. Fill me Füll mich with your spirit. mit deinem Geist. I pray. Darum bete ich. Let's take a moment and look at your life and Nehmen wir, uns, see what season you are in. nehmen wir uns den Moment und betrachten unser Leben und schauen wir, in welcher Jahreszeit wir uns befinden. If you're in the spring season, Wenn du im Frühling bist, then it's the idea of new ideas, new input. dann werden diese neuen Ideen kommen und dieser neue Input. And take those ideas that are from God and just sow them. Nimm diese Ideen von Gott und sehe sie aus. Whatever you sow, you will reap in the summertime. Was immer du siehst, wirst du im Sommer ernten. A time for renewal. Eine Zeit der Erneuerung. Or a time where you say to God, God, I feel dry, I feel empty, renew me. Oder eine Zeit, wo du zu Gott sagst, Gott, ich fühle mich trocken, erneuere mich. Blow on my sails. Give me fresh wind, give me fresh oil. Und wehe in meine Segel hinein, gib mir frischen Wind und frisches Öl. So let's take the springtime and let's sow. Nutzen wir diesen Frühling und sehen. And some of you are in the summer Manche von euch sind vielleicht im Sommer and you can eat fruit and there's abundance and there's activity. und du kannst Frucht genießen und du hast Überfluss und da gibt es Aktivitäten. Enjoy the summer. Genieße den Sommer. And if you've been blessed, then bless others. Wenn du gesegnet bist, dann segne andere. If you've been financially blessed, then bless others. Wenn du finanziell gesegnet bist, dann segne andere. If you've been blessed with a word of encouragement, then pass that on. Wenn du gesegnet bist mit einem Wort der Ermutigung, dann gib diese Ermutigung weiter. If you have the energy, then go for it. Wenn du die Energie hast, dann lauf deinem Ziel nach. For some, you're in the fall. Manche von euch befinden sich im Herbst. And it's a time to reflect and to see what things were good, what things you're going to keep, and what things you will let go. Es ist eine Zeit zum Reflektieren und zum Betrachten von den Dingen, die gut waren, die du behältst, und von Dingen, die vielleicht schlecht waren und die du sein lassen sollst. Maybe there's somebody here that has to let go of a relationship. Vielleicht ist jemand hier, der eine Beziehung loslassen soll. It's just time. Und es ist einfach die Zeit And it's dafür. time for a new season. Und es ist Zeit für eine neue Saison, neue Jahreszeit. Let's not go too quickly Aber gehen wir nicht zu schnell voran in the fall. in den Herbst. Let's reflect. Lasst uns reflektieren. Let's seek the Lord and ask Him, God, what do you want me to continue? What do you want me to stop? Suchen wir den Herrn und fragen ihn, Herr, was willst du, womit ich weitermache, und was willst du, dass ich sein lasse? And then for those in the winter, Und diejenigen, die sich im Winter befinden. I think it's great what we just heard. Don't panic in the winter. Und wir denken, es ist alles grau, aber gerate nicht in Panik im Winter. Just relax Entspann dich, and rest. Ruhe. Don't panic if you don't see leaves, if you don't see fruit. It's not the time. Gerate nicht in Panik, wenn du keine Blätter und keine Früchte siehst. Das ist einfach nicht die Zeit dafür. Everything is resting. Everything is hibernating. Alles ruht und alles schläft gerade. But know that there is still life going on under the surface. Aber sei dir bewusst, dass das Leben unter der Oberfläche immer noch weitergeht. Even if the tree looks bare, Auch wenn der
Baum leer aussieht it looks almost dead. oder fast wie tot aussieht, There is still life, there's still energy da ist immer noch Leben und Energie darin, in the roots. in den Wurzeln. So don't try to force anything in the winter. Probier nichts zu erzwingen im Winter, Receive it sondern empfange and be thankful. und sei dankbar. In every season that we're in, let's rejoice, like we sang today. Lasst uns in jeder Jahreszeit, in der wir uns befinden, uns freuen, so wie wir es gesungen haben, Because God loves us weil Gott uns liebt, in every season. in jeder Jahreszeit. There is nothing you can do to make him love you any less. Es gibt nichts, was du tun kannst, dass er dich weniger liebt. And there's nothing you can do where he would love you more. Und es gibt nichts, was du tun kannst, damit er dich mehr liebt. His love never changes. Seine Liebe verändert sich niemals. So rest in your season and thank him for it and enjoy it. Also Ruhe in dieser Jahreszeit und dank ihm dafür und genieße sie.